Nicht nur in der kalten Jahreszeit sind die Kosten für Heizung und Wärme ein Thema. So suchen viele nach Alternativen zu Gas, Öl, Kohle oder Strom. Seit Jahrtausenden ist Holz der Brennstoff unserer Zivilisation. Die Feuerstelle hat sich natürlich weiterentwickelt. Ja, wer braucht einen Kamin? Eigentlich jeder, der ein bisschen Gemütlichkeit und Wärme sucht, wo man sich mit der Familie mal davor trifft, wo man sich mal hinsetzen kann. Aber auch, da geht es jetzt meistens hin, dass der Heizkamin mit einer Speicherverkleidung ausgestattet wird. Früher war es so, der Kamin wurde irgendwie gebaut, sag ich mal, mit Gasbeton verkleidet oder sonst was. Wir haben ein System entwickelt, wo die Verkleidung aus einer Gießschamotte speziell für den Kamin in der eigenen Produktion gefertigt werden. Und wenn das Feuer am Kamin dann aus ist, dann hat er sich so weit mit Wärme aufgespeichert, dass der ähnlich wie der Kachelofen im Anschluss noch die Wärme abgibt. Wir haben ganz viele Kunden, die auch wirklich Öl und Gas sparen wollen. Und man verknüpft dieses Ambiente, dieses Gemütlichsein gleich mit dem Effekt, ich kann also nicht nur einzelne Räume befeuern, sondern wirklich ganze Etagen, wenn ich das will. Man kann das sogar so weit treiben, dass man den Heizkamin in das Heizungssystem mit einbindet, indem man einen Wasserwärmetauscher installiert hat, womit ich dann die gemütliche Wärme aus der Wohnzimmerecke ins ganze Haus verteilen kann. Wirkungsgrade von 80% sind mittlerweile erzielbar. Wie bei jeder Verbrennung ist auch beim Kamin die Feinstaubbelastung ein wichtiger Punkt. Weil wir haben seit 2010 die Novellierung der BImSchV. Seitdem ist der Nachweis von einem sehr geringen Feinstaubanteil in den Rauchgasen, in den Abgasen gefordert. Die Industrie, die Hersteller von den Einsätzen, von den Kamineinsätzen, von den Ofeneinsätzen haben echt viel tun müssen, um diese strenge Norm auch einhalten zu können. Im Vergleich dazu, der offene Kamin hat mal 25% maximal an Ausbeute von dem Holz gehabt. Es gibt Kaminöfen, da habe ich keinen Rost mehr unten drin. Da habe ich wirklich nur noch seitliche Luftführungen, einen Ascherest von ein paar Krümel. Soweit geht das mittlerweile, so dass ich 1-2 Wochen bei täglichem Feuer machen nur den mal leer machen muss, also die Asche entfernen muss. Das Holz hat einen entscheidenden Einfluss auf die Verbrennung und die Umweltbelastung. Es muss sehr trocken sein. Dies lässt sich mit Messgeräten feststellen. Die Brennholzfeuchtigkeit sollte zwischen 15 und 20% liegen. Holz muss dafür mindestens 2 Jahre lang trocknen. Wir sind vor ein paar Jahren abgegangen von dieser klassischen Art und Weise, Feuer zu machen, wo man ein Zelt aufgebaut hat und von unten her Feuer gemacht hat. Wir legen jetzt unten ein paar Scheite Holz rein, dann kommt dünnes Anmachholz oben drauf. Hier dazwischen kommt ein Anzünder. Und das ist jetzt das Neue an der ganzen Geschichte mit dem Feuermachen. Ich habe einen Abbrand von oben nach unten. Das Feuer brennt jetzt langsam und gleichmäßig von oben nach unten durch. Hat den Vorteil, die Glasscheibe bleibt länger klar, läuft mir nicht so schnell schwarz an. Wenn ich so ein Zelt aufbaue, brennt alles mit einmal an. Ich habe eine Hitzespitze, es wird dann mit einmal zwar schön warm, das fällt in sich zusammen und dann kühlt sich relativ schnell wieder ab. Durch den Abbrand von oben nach unten verlängere ich diese Brenndauer um mindestens die Hälfte nach hinten. Ich habe eine gleichmäßigere Wärme. Die Luftführung in diesen Öfen ist so perfekt mittlerweile gestaltet, dass durch die Luft von oben das Holz mit ganz wenig Rückständen runterbrennt. Die Abgase sind relativ sauber. Es bleibt ganz wenig Feinstaub übrig, das ist ja das, was der Gesetzgeber vorgegeben hat. Und sogar besser noch sind die Werte als gefordert. Nachträglich einbauen lässt sich ein Kamin in fast jedes Haus, insofern der Bauherr hinsichtlich der technischen Möglichkeiten kompromissfähig ist. Wir nehmen bei unserer Beratung von Anfang an den Schornsteinfeger mit, den Zuständigen mit in die Beratung mit rein.
Wir gucken, ob die Vorstellung vom Bauherrn mit der technischen Möglichkeit realisierbar ist. Und dann werden Möglichkeiten gesucht, entweder Schornstein nachträglich einbauen im Haus, durchs Haus oder außen dran. Dann muss man beraten, gucken, was brauche ich vom Fußboden, weil ich brauche einen massiven Fußboden, wo so ein schweres Teil aufgestellt werden soll. Wir haben den Brandschutz zu beachten und das in Abstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben, mit dem Schornsteinfeger und mit den technischen Möglichkeiten ist alles möglich oder vieles. Es gibt auch Kaminöfen, die nicht breiter als 50 Zentimeter sind. Langjährige Kaminbesitzer müssen aufgrund von Gesetzesänderungen einiges beachten. Seit dem 20. März 2010 die Novellierung der BImSchV, was ich vorhin gesagt habe, in Kraft getreten. Und es gibt da gewisse Übergangsfristen. Dieses Jahr Silvester ist der letzte Tag für Heizeinsätze, die bis zum Jahr 1984 eingebaut wurden. Die müssen ab diesem Tag entweder stillgelegt werden, was keiner möchte, ausgetauscht werden gegen einen neuen Einsatz oder eine Installation von einem Filtersystem im Schornstein. Da ist die Technik noch nicht so weit, dass man wirklich richtig gut praktikable Möglichkeiten hat. Was bis Ende 1994 eingebaut wurde, das hat jetzt noch eine Gnadenfrist bis zum Jahresende 2020. Und dann gibt es noch die Gruppe bis 2010, die haben jetzt noch eine Gnadenfrist bis 2024. Alles, was seit 2010 installiert wurde, kann nach derzeitiger Gesetzeslage unbeschränkt betrieben werden. Die Schornsteinfeger informieren die Betroffenen darüber bei der regelmäßigen Feuerstättenschau spätestens alle 5 Jahre.